Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Heute gucken wir mal wieder, welche spezielle Nachricht ich persönlich erreichen will. Kann ich hier auswählen. Das Mischen dauert kurz, ich hoffe, es geht euch gut. Hier zieht der Wind enorm durch, aber das tut gut. Viele von euch wissen, ich wohne unter dem Dach und da ist es immer so eine Sache, sobald es wärmer wird, bin ich immer am Sterben. Jeden Sommer das gleiche Geheul von mir. Aber es hat halt auch den Nachteil, wenn es hier mal windig ist, dann kann es sehr gut sein, dass die Türen zugehen, fallen lautstark oder dass die Karten hier rumwirbeln. Ja, nur dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Jo, ansonsten bin ich gespannt, was wir hier kriegen an News für uns. Hoppala. Also in der Mitte haben wir schon mal Zeit für den nächsten Schritt. Hier kann es nötig sein, dass man sich bewegt, in Bewegung setzt, ne? Irgendwas tut, statt zu warten oder eine Entscheidung, die ansteht, zu treffen. Kann hier auch sein. Okay. Ich denke, wir lassen es dabei. Jetzt kommt wieder der Moment der Entscheidung. Ich würde heute den roten nehmen. Und dann gucken wir mal, was hier Zeit für den nächsten Schritt ist. Okay, hier kommt ein gewisses Pendant. Ne? Einsteils ist hier die Selbstständigkeit, das ist natürlich im beruflichen Bereich das Unternehmen oder auch die Unabhängigkeit zu irgendeiner Firma, zu irgendwas. Hier steht das unter einem guten Stern, das Berufliche, aber es sollte eben nicht überhand nehmen und nur geackert werden, sondern hier wäre auch Zeit zum Spielen und für Leichtigkeit wichtig. Denn von diesem Punkt aus ist es einfach auch leichter wieder zum Manifestieren, ja? Also Neues zu kreieren. Vielleicht wird es hier auch mal Zeit, wieder dieses Gleichgewicht zu bringen, dass man eben nicht nur arbeitet oder auch neue Wege zu gehen. Aus dem Butterfly-Orakel haben wir hier das Thema Mut. Vielleicht hast du hier irgendetwas vor, vielleicht auch im beruflichen Bereich, wo du noch ein bisschen haderst oder überlegst, wird es dann schwerer, wird es dann leichter. Aber ich für mich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Mut wird immer belohnt, ja? In irgendeiner Art und Weise. Also sich was trauen, sich was zuzutrauen, ja, bringt auch wieder irgendwo Früchte. Und jetzt guckt euch das mal an. Wir haben hier die Selbstständigkeit, hier die neue Karriere, also eine Doppelung, eine berufliche Chance, ne? Eine erfolgreiche Richtung, irgendetwas, was sich im beruflichen Bereich für dich anzeigt. Ja, wo du hier deine ganzen Gaben einsetzen kannst oder tatsächlich auch einen Weg findest, wo Erleichterung in dein Alltag kommt. Okay, wenn sich irgendetwas hier wie ein Drahtseilakt anfühlt, dann wird hier gesagt, du schaffst die Situation zu lösen. Es kostet ja auch Mut, über so ein Seil zu tänzeln, ja, und nicht runter zu fliegen. Aber die Karte hier sagt aus, dass wir das, was wir brauchen, in uns tragen, anwenden und besitzen, uns hier fördert, ne? Vielleicht gibt es Dinge, die man hier ansprechen darf, einen Konflikt, den man lösen muss, um den nächsten Schritt zu gehen.
Man kann hier vielleicht auch Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Aber hier wird es halt auch gesagt, stehe für dich ein, ne? Und auch wenn du diskutieren musst. Ja, das ist auch schön. Wir haben ja so ein bisschen von allem was dabei, nämlich die Intuition, die hier sehr gut funktioniert. Also auch so dieses dritte Auge und den Umgang damit. Und die Wahrheit zu erkennen scheint hier ein Thema zu sein. Und hier kriegen wir noch einen Gruß von der anderen Seite. Ein Zeichen des Himmels, also irgendjemand schickt dir hier eine Botschaft oder auch dieses Gefühl, alles ist okay, ne? Da ist kein Verlust oder da ist nichts mehr zu betrauern, es ist gut, wie es ist. Wir nehmen hier mal noch so einen kleinen Tagesengel. Na. Okay, guckt mal, Mut und Motivation gehören hier dazu. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, sich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal still zu stehen scheinen. So schenkt er dir neue Energie und erweckt deine Tatkraft. Du wirst dich gleich viel lebendiger fühlen und kannst gestärkt die Dinge anpacken. Wunderbar, ich kann es gebrauchen. Ich hoffe, für euch war es auch passend. Und dann gucken wir uns die andere Seite an. Die andere Seite. Nicht, dass es wieder heißt, ich bringe Sprachpatzer. Okay, was ist bei euch Zeit für den nächsten Schritt? Also ihr bekommt hier zweimal Hilfe. Ne? Einmal soll man hier aus dem Weg gehen, wenn man schon was nach oben abgegeben hat. Denn hier geschieht etwas, das noch nicht so ganz sichtbar ist, aber stell dich diesem Ganzen nicht in den Weg, weil du dich begrenzt. Ne? Und in diesem Fall speziell kommt es von oben und von um dich rum, denn hier gibt es Menschen, die dir hilfreich zur Seite stehen wollen und dich irgendwie unterstützen. Also es geht sehr darum, dass du Unterstützung erfährst. Auch bei dir haben wir hier das Wort Motivation, hatten wir auf der anderen Seite auch. Also vielleicht kommt auch die Hilfe in diesem Bereich, wo dich jemand motivieren kann, erfolgreich. Oder wo du selber wieder mehr in dieses Ding kommst, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt und das mache ich gern und ich bin motiviert, die Dinge anzupacken. Ja, dein Wunsch wird erfüllt. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Also geh aus dem Weg, mach Platz. Hier wird eine Sache, die du dir so gedacht hast, auch eintreten. Und du darfst hier dein ganzes Spektrum leben, ne? Dein Selbst leuchten lassen. Du kriegst ja auch gesagt, deine Individualität bringt dich hier zur Wunscherfüllung oder du bist vielleicht nicht anders, nicht so wie die anderen und gerade das macht dich sehr attraktiv für irgendetwas. Und es ist natürlich auch eine Motivation, sich authentisch zu zeigen, so zu leben, wie man ist. Wir haben unten bei dir den häuslichen Bereich, das Umfeld. Alles, was mit deinem Fundament und deinen Grenzen auch zu tun hat. Ja, und es kann sein, dass bei dir schon etwas länger geht und du hoffst so endlich auf Auflösung und hier kommt sie. Du kannst auch noch mal so drum bitten, dass es jetzt ein bisschen schneller geht, dass die Situation einfach ein baldiges Ende hat. Und du darfst dich selbst und die Menschen um dich herum durch liebevolles, heiteres Lachen beglücken. Ich habe das schon probiert, es funktioniert tatsächlich. Also dieses Lache in die Welt, dann lacht sich zurück, das stimmt auch schon. Ihr habt zwei Engel gekriegt, einmal den Engel der Gelassenheit und einmal den Engel der Sorglosigkeit.
Ja, Gelassenheit ist auch, dass man mit irgendwas Frieden schließt, dass man so ein Gleichgewicht verspürt, dass man im Vertrauen ist, dass Dinge sich ins Lot bringen lassen und dass man mit Ruhe und Besonnenheit zur Harmonie gelangt und den Stürmen des Lebens auch trotzen kann. Es scheint mir, du machst dir hier ziemlich viele Gedanken um irgendein Thema oder hast Angst vor einer Absage oder einer Verneinung und deshalb kommt hier Gelassenheit und Sorglosigkeit. Lege alle deine großen und kleinen Sorgen in die Hände deines Engels, vertraue ihm deine Sorgen und Ängste an und spüre, wie sie immer kleiner werden. Die Schwierigkeiten lösen sich auf und du kannst voll Zuversicht nach vorne schauen. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn die Sorgen verschwunden sind, wirst du die Schönheit des Lebens bewusst genießen können. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis bald.